Ein wunderschönes Hallo und guten Tag und na, bei euch auch immer noch so warm. Es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Und ich habe mich hier nochmal umgeguckt. Beim Umgucken habe ich einfach so diesen Lichtschalter hier an- und ausgemacht. Und als ich ihn ausgemacht habe, habe ich noch eine Errungenschaft bekommen, die hieß nachtaktiv. Sehr lustig. Ja, das war auch schon das Highlight. Das war es heute. Nein. Ich habe ja gesagt, wir machen weiter und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht schlauer als vorher. Eigentlich nicht. Das Einzige ist, ich habe mir nochmal die Nachricht nochmal angehört, nochmal geguckt, ob ich habe mir 3 rot, einmal blau, 2 gelb. Und, ne? Moment. Rot 3. Eine blaue. Und 2 gelbe. Na, wissen wir. Und Heik mir aufgeschrieben, hier habe ich mir nur eine 1. Warum auch immer, das möchte ich vielleicht mal ändern. So. Und ganz ehrlich, selbst wenn hier irgendein System dahinter steckt, ich habe schon überlegt, ob wir... Ich dachte erst, dass wir vielleicht einfach das Simpelste von allen machen, nämlich einfach immer die ersten nehmen. Also die ersten. Also bei Rot wären es 3. Bei Blau wäre es die erste. Das wäre die 1. Und bei Gelb wären es die ersten beiden. Also 3 und 1. Oder 1 und 4. Ich weiß nicht. Und dann dachte ich mir vielleicht rückwärts, aber hier rückwärts. Und dann vielleicht nur die Pi-Zahl an sich, die 9,5. Hier wären es, weil die zählen nicht mit, die 753 und bei Blau wäre es die 8 und die... Ach nee, bei Blau ist immer nur 1 und die 8. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Ich mache mal für vorwärts. Für vorwärts wäre es die 2, 3, 5. Einmal blau ist die 1. Und 3, 1. Und rückwärts wäre es dann... 753. Ein Blau? Ich bin durch. Ich bin nicht nur durch, weil es so warm ist, sondern das Rätsel, das macht mich dezent kürre. Ich hab 9 und 5, 2 gelb. 9 und 5. So, ganz ehrlich, wenn diese beiden Zahlen, wenn keine von diesen Zahlen stimmt, ich muss mal kurz mein Büchlein hier nehmen, brauche ich auch nur in der Hand. Wenn keine von diesen Zahlen stimmt, dann muss ich euch leider sagen, dann habe ich 0 Ahnung. Dann weiß ich wirklich nicht. Dann würde ich mich nochmal in den anderen Räumen umgucken, ob ich irgendwas... Aber eigentlich, die sagt ja selber, wenn wir hier stehen. So. Schlaues Büchlein. 2. 3. Oh, was hat ich da für eine Zahl? Schreiben Sie eine 5? Yes! Die Hälfte hatte ich richtig. Warte, warum habe ich denn die... Warum habe ich das so eingegeben? Warum habe ich denn das so eingegeben? Das ist wegen der Pi-Zahl. Und warum habe ich denn das dann hier nichts falsch? Warum habe ich denn hier was falsch? Ach, weil ich hier... Ich habe keine Ahnung. Bin raus. Wir haben den Koffer auf. Mir ist wirklich Schnurz. Ich habe 0 Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. 0 Ahnung. I don't know. Ich weiß nur, dass... Wir haben gerade... Ich verstehe nicht. Also ich verstehe schon. Das ist einfach nur vorwärts. Das ist jetzt wirklich vorwärts, aber dass ich jetzt hier schon eigentlich richtig hatte. Das ist mega ärgerlich. Egal. Erste Rätsel haben wir ja bravös gemeistert nicht. Wir öffnen mal den Aktenkoffer. Der sieht mega unspektakulär aus. Und hier liegt ein sehr auffälliger Umschlag. Den nehmen wir. Und ich drücke nochmal wie eine Wilde hier irgendwo hin. Da ist hier eine Karte. Ja. Okay. Okay, jetzt haben wir einen Umschlag. Den gucken wir uns erstmal an. Okay, dann können wir damit öffnen. Wir öffnen ihn. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside.
Wow, okay. Uiuiui. Die können wir uns... Oh, unbelichtet... Ja, Quatsch, überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. Kann man damit noch machen? Kombinieren? There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Okay, ja, also... Heutzutage wäre das sehr einfach, aber damals, weiß ich nicht. Foto mit Soldaten? Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Mhm. McConnell Bases. Okay. Nochmal machen, kombinieren nur. Zeitungsausschnitt. Den lesen wir. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Okay. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Ja, vielleicht haben wir sogar schon ihren Grabstein entdeckt. Ertrunkenes Mädchen. Ein kleiner Schlüssel. Hatten wir irgendwas, was wir aufschließen müssen? Wenn ja, dann weiß ich nicht was. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Kassette. Die wir... Moment, kombinieren. Diktiergerät. Und los geht's. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Alter Anrufbeantworter. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Was? Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Oh. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Oh, unsere Mutti. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. Was denn? And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Aha. Das hat... Ja, genau. Who this Cocky is. Absolut. Der scheint was zu wissen. Oh Gott, alles klar. Sehr, sehr gut. Wir können ja mal runter zu unserer Großmutter gehen und fragen, wo der böse Wolf ist. Nein, die Tischlampe. Small table lamp. Eigentlich dürfte die jetzt aber nicht mehr leuchten, ne? Könnt ihr versuchen, Eileen mal anzurufen? Komm, wir machen das mal. Gucken, wie es der so geht. Oder nach dem Mann suchen. Aber ich frage vorerst Oma. Vielleicht kann ja schon mal jemand ausfindig machen, der das Foto bearbeiten kann. Man weiß ja nicht. Hi, this is Eileen speaking. Hallo. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask. I'm trying to track down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know. Ha, very funny, E. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Ja, auf dem Friedhof. Yeah, maybe. Okay. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much, just that he reached out to Grandpa for help. Quite desperately, I should add. Huh. Have you tried asking your grandmother about it? Now that Nein, you aber mention das it, I mache ich noch. haven't. Probably should. Okay, ja, klar. Okay, gotta go. Talk to you later. Wir haben uns bei Eileen gemeldet. Vorbildlich wie wir sind. Und jetzt gehen wir zu Oma und... zu Mrs. Rain und fragen sie mal nach den ganzen Sachen.
So. Oh. Hallo. Nee, so, ja. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not a... So, wir fragen jetzt mal nach der Cornell-Basis. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Aha. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops until he passed. Okay, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Vielleicht ist ja dieser Charles, dieser Cocky oder so, oder vielleicht sogar ihr Bruder? Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. Das ist ja nicht schlimm. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Ah, so, jetzt fragen wir mal nach dem Herrn Cocky. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. Na, ich glaube auch But nicht. to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Sehr schön. I don't see a reason to ask her. Achso, weil wir es schon gemacht haben. Gut, wir können ihr mal den Schlüssel zeigen. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only... We never really knew the family. They preferred to keep to Achso, ich dachte, themselves. sie erzählt gerade Do you nochmal das remember their Gleiche. names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I Nee, just okay, ist doch noch das Gleiche. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have... Joseph was old in Okay, any ja, case. Okay. ja, das ist das Gleiche. Dann hätten wir das hier. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. Oh, das wurde aufgenommen, als Joseph in der McConnell Air Force Basis stationiert war. Das hier ganz links ist er. Warum geht's gerade nicht weiter? What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Das ist bestimmt Corky oder Cocky. Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Aha. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Okay, dann haben wir hier noch das überbelichtete Bild. Brams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe.
I should try to figure something out tomorrow at the university. Ah. Okay, alles andere haben wir ihr schon gezeigt gehabt. Yep. Auf jeden Fall gut. See you later, Grams. Take care, dear. Aber natürlich, sehr schön. Na dann, was machen wollten wir jetzt? Ich gehe jetzt mal zum Telefonbuch und schaue, ob wir da irgendwas rausfinden können. Über irgendjemand, den wir suchen. Oder vielleicht rufen wir bei der Air Force an. Ich weiß es nicht. Telefonbuch. Nope, couldn't find. Okay, McConnell. Alright, got it. Okay, die McConnell-Basis. Dann vielleicht... No result for that. Okay, No result for... auch nicht. Und Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. vielleicht. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Okay. Nun gut. Na, dann rufen wir jetzt mal bei der Basis an. 1263. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Na, das geht ja einfach. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. Aha. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brent Leroy Fraser Jenkins, Myers ist tut mir trained leid. at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Aha. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. Ich wollte gerade sagen, er hat ja, mein Gott, also puh, wenn er das nicht abgelesen hat. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in '81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Naja. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. His pile of medals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made general if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard Ja, about his recent danke. passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Naja, Mensch. Me? Bin I ich don't der think so. Einzige? When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was his guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Aber erst so spät danach. I don't see a reason to ask him about that. Okay. Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. Okay. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who Aw. is still alive would be Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else I can help you with? Der ist aber sehr, sehr nett, der Mann. Der weiß auch viel. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Ah, okay. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Mit ihm diskutieren, vorgehen, mein Kopf zu sein? I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department.
Nice try. You know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Ja, hätte klappen können. Goodbye. Damn, I can't pull that off if I call from here. Ah, okay. Wenn ich von hier... Wir müssen nochmal den guten Lenny ablenken. Um von der Polizeistation aus anzurufen. Aha! Es ergibt alles einen Sinn. Das ist gut. Solange alt immer noch einen Sinn ergibt, ist alt gut. Sehr, sehr interessant. Es wird immer mysteriöser. Und wir haben einen neuen Namen auf unserer Liste, nämlich Charles Wade. Mal schauen, ob er vielleicht doch derjenige ist, den wir suchen mit diesem Cocky-Begriff. Ich bin gespannt. Zum Glück haben wir diese blöde Mathe-Rätsel gelöst. Oder Zahlenrätsel, besser gesagt. Viel mit Mathe hat es ja nichts zu tun gehabt, aber naja. Wow. Dann bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei Cathy Rain. Ich habe unglaublich viel Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Spiel zu spielen und das zu erleben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.